Irgendwann ist der Winter vorbei und dann kommt der Frühling. Und ich werde jetzt schon nach Frühlingsdüften gefragt. Dabei ist es gerade so richtig, richtig dolle kalt. Also, warum denn nicht einfach? Ich bin der Richie, ihr seid bei Riot Sense gelandet. Hier geht es ein bisschen um außergewöhnlichere Düfte, die du vielleicht nicht an jeder Straßenecke, in jedem Instagram-Profil oder in jedem zweiten TikTok-Video siehst. Ich habe hier für dich 10 durchaus besondere Frühlingsdüfte. Frühling ist halt insofern ganz geil, weil es diese Übergangsjahreszeit ist, wo du halt wirklich einfach eigentlich alles tragen kannst und damit gut davon kommst. Ich selber stehe aber drauf, so Sachen zu tragen, die so ein bisschen so eine Frische haben, weil ich so Bock habe auf so das Neue, die Blüten, das alles, was halt jetzt so neu zum Leben erweckt. Das finde ich ganz schön. Wenn dir so Content gefällt, lass gerne ein Abo da, würde mich unwahrscheinlich freuen. Und ansonsten gehen wir jetzt einfach direkt rein. Wir starten mal, glaube ich, mit dem günstigsten Parfüm, das es jetzt hier es auf diese Liste geschafft hat. Und das ist der Fouille von Miskeo Parfüms. Miskeo Parfüms ist eine deutsche Marke, beziehungsweise eigentlich eine kanadische Marke, die aber in Berlin sitzen. Die haben aktuell 5 Düfte auf dem Markt, sehr speziell, alles Eau de Toilette. Konzentration, shocking. Ja, nee, aber es hält halt und es langt und es braucht nicht immer ein Extré zu sein. Fouille, ich werde diesen Duft jetzt einfach nicht mehr aussprechen, besser ist es wahrscheinlich. Stell dir vor, Unkrauthecke mit Tomatenpflanzen. Also dieses Tomatenblatt, dieses saftig grüne, man liebt es oder man hasst es wahrscheinlich, hinter Metallwänden in einem Labyrinth. So Maze Runner im Gemüsegarten. So vielleicht. Das ist dieser Duft, der ist wirklich sehr speziell, scharfgrün, sehr besonders. Der, auf Englisch sagt man, pack the punch. Der hat Power dahinter und ist einfach durch diese kompromisslose Grünheit wirklich was ganz Besonderes. Ich finde es richtig geil. Gerade für den Frühling freue ich mich darauf, den im Frühling rocken zu können. Der füllt halt keine Räume oder sowas, aber der ist schon sehr besonders und ja, einfach speziell. Durch dieses Tomatenblatt, was ich richtig geil finde, was hier, dem wird wirklich schön Raum geboten in diesem Duft. Noch diesen metallischen Noten dabei. Einfach geil. Besonders, sowas hast du noch nicht gerochen, zumindest in dieser Art und Weise nicht. Unbedingt mal abchecken. Deutsche Brand, Versandkosten gering. Ich glaube, der Flakon kostet 100 € oder sowas, die 30 Milliliter, wenn überhaupt. Keine Ahnung. Ja, ganz im Ernst, packt ein. Packt ein. Geiles Haus, verdient viel mehr Aufmerksamkeit und Liebe. So. Wir machen das Ganze mal so ein bisschen preislich gestaffelt und wir gehen dann weiter zu einem Haus, das ich sehr schätze, und das ist Yom Studios, weil ich deren Parfümeur hinten dran, den Ian McCall, unwahrscheinlich gut finde. Der macht sehr besondere Düfte, der macht geile holzige Noten, der fängt Natur besonders und sehr spannend und schön ein. Und mit dem Athenaium, wahrscheinlich Athenaium, hat er einen Duft gemacht, der total absurd ist, aber total tragbar. Du hast so eine Art von rauchigen Fougère, du hast so eine Honignote kombiniert mit Lavendel und Fruchtgras. Sehr besonders, dicht, außergewöhnlich, holzig, rauchig, wirklich cool, spannend und einfach genial gemacht. Das ist so ein Duft, den du als Signature oder Daily tragen kannst, weil er nicht zu krass ist, aber der ist gleichzeitig so besonders einfach. Der hat so viel Charakter, unwahrscheinlich guter Duft. Hat er noch sowas wie Fenchel und Tinte in den Noten gelistet. Also einfach sehr wild, sehr besonders, Nase dran, wenn sowas für euch gut klingt. Unbedingt. So, ich glaube, der nächste auf der Preisliste dürfte für diese 120 € die 50 Milliliter
der Duft Cinematic sein. Cinematic ist ein Duft von Miguel Matos. Miguel Matos ist auch ein Parfümeur, den ich sehr, sehr schätze, der sehr kreative und coole Düfte rausbringt und so immer so einen besonderen Twist irgendwie mit dabei hat. Und Cinematic ist so eine geile, frische Kardamom-Bombe. Also wirklich spritzig mit so einem geilen grünen Kardamom drinne. Lieb ich sehr. Hinten raus wird er so ein bisschen musky, blumig. Einfach ein schöner Duft, auch ein cooler Alltagsduft, mit dem du niemandem zu sehr auf den Sack gehst, der aber genug sagt, hallo, hier bin ich bin ich bin besonders, ich weiß, was ich mag, ich weiß, was ich schätze, ich weiß, was besonders ist, ich habe meinen eigenen Stil. So, das ist der Duft im Generellen und Cinematic da dann noch mal stärker. Wirklich toller Duft. Grünlich wird hinten raus so ein bisschen, wie gesagt, skin-scentiger, musky, Kaschmeran ist, glaube ich, drin. Einfach ein wirklich guter Duft, den man auch täglich gut tragen kann und der auch einfach im Frühling, egal ob es jetzt 25 Grad hat oder 3, immer passt. Ich glaube, wenn wir dem Preisranking treu bleiben, landen wir jetzt bei einem Duft. Ich habe die Marke entdeckt, weil die einen Sale hatte. Ein Freund von mir hat die irgendwo mal getestet, beziehungsweise ich habe die plötzlich überall auf Social Media gesehen. Ich habe dann mitbekommen, die haben einen Sale. Dann habe ich da natürlich auch blind zugeschlagen. Und ich muss sagen, geile Brand. Visiteur aus Schweden, glaube ich, sind die. Nur 3 Düfte auf dem Markt. Den Cabaret Nocturne, den hatte ich wieder verkauft, weil der ein bisschen mir zu. Die Tuberose war ein Tacken too much. Der Drydown war göttlich, aber die ersten 3 Stunden waren nicht so meins. Und wenn die ersten 3 Stunden nicht so meins sind, kenne ich mich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Duft wirklich trage, nicht die allerhöchsten. Aber der Thousand Lakes, das ist ein anderer Duft. Der ist wirklich außergewöhnlich umgesetzt. Du hast so, also für mich riecht der schon, hat der so eine leichte Cola-Note am Anfang, was bei mir direkt die Assoziation zu Ambergris auslöst. So krass gewürztes Ambergris ist einfach für mich Cola. So, Punkt. Atlantic Ambergris 2 von Arèche Le Doré gerochen. Und dann ist einfach Ambergris für immer mit Cola verbunden, in meinem Hirn zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ja, so ticke ich. Der ist irgendwie wässrig, aber stark gleichermaßen. Du hast so fast schon so einen leichten Sauna-Vibe irgendwann im Verlauf, der kommt. Es riecht nach Blättern, es riecht nach, wie gesagt, dieser Cola-Note. Sehr besonderer Duft. Hält auch echt gut. Passt auch so eine leichte, salzige, mineralische Twist noch mit drin. Eine leichte Fruchtigkeit. Einfach absolut genialer Duft. Wenn es da immer noch den Sale gibt, ist das mit 75 Euro oder was, die 100 Milliliter, ein absoluter Stil. Gibt aber auch einen Sample-Set da zu kaufen. Also man muss nicht immer blind kaufen. Übrigens, der Bizarre Beach, glaube ich, heißt er, ist, obwohl die Noten ganz fürchterliches Erba Pura Ghost Aquate nahelegen, ist der wirklich richtig, richtig geil geworden. Also diesmal so als Side Note. Der ist vielleicht eher was für den Sommer. Aber Thousand Lakes, ich kann es nur empfehlen, den mal abzuchecken, wenn ihr irgendwie die Chance dazu habt. Was ist mehr Frühling als so frisches Gras? So dieses Grün und dann vielleicht noch so leichter Pfirsich-Vibe mit dabei. Sarah Baker Riders nimmt dieses Bild von, ich weiß zwar nicht, was der Pfirsich da drin verloren hat, der ist da einfach, aber einem Ausritt im Frühling auf einem Pferd. Das ist irgendwie so das Thema hinter dem Duft. Und du hast wirklich dieses frische, grasige, leicht noch, wo noch so der Morgentau in den Gräsern ist. Diesen Geruch, der ist hier schön eingefangen. Du hast hinten raus noch so eine leichte Pfirsichnote, die aber so ein bisschen wässrig ist. Der ganze Duft ist eher transparent gehalten. Und hinten raus hast du dann so metallische Noten mit Leder. Ist wirklich nischig, ist sehr speziell. Ich muss den, glaube ich, auch noch ein paar mehrmals tragen, um den in voller
in dem vollen Spektrum irgendwie wertschätzen zu können. Aber der hat mir so schon echt richtig gut gefallen. Den werde ich im Frühling wahrscheinlich häufiger mal tragen. Wirklich cool. Und wenn du auf diese Pfirsich-Geschichte stehst, kann ich natürlich auch den Naki von Père Noir dir nur empfehlen. Naki ist so ein frischer, grünlicher Duft, auch mit einer Pfirsichnote drin, aber auch mit Feigenblatt. Sehr schön leicht, geht das ganze Jahr über, ist aber für mich einfach der Frühlingsduft schlechthin. Er wirkt so unschuldig. So, das ist so das, so weiße Leinenklamotten. Weiße Leinenklamotten, das ist Naki, der ist sehr unschuldig und irgendwie zauberhaft. Also ich mag Naki total gerne, wenn du dieses grünlich frische mit so einer leichten Fruchtigkeit und einfach dieses, ja, was ist das beste Wort dafür? Dieses Unbeschwerte. Wenn du dieses Unbeschwerte in Düften magst, ist der Naki, glaube ich, einfach genau das Richtige für dich. Eine Liste mit 10 Düften für eine Jahreszeit wäre natürlich nicht vollständig, wenn ich nicht irgendwo einen Zoologist einbauen würde. So, ich habe da jetzt einen Zoologist eingebaut und zwar das neueste Release, den Beaver Maple Edition. Der Beaver, der eigentliche Beaver, wird jetzt eingestellt oder wurde jetzt eingestellt. Es gibt nur noch die Maple Edition und das ist, wenn mich nicht alles täuscht oder meine Geruchserinnerung, ist das der alte Beaver, also sowas wässrig-holziges, wässrig-holzig frisch, aber durchaus mit so einem besonderen Twist noch mit dabei. Du hast auch so ein bisschen Castorium bzw. Bibergeil in dem Duft drin, was es so ein bisschen ledriger und ja, gehaltvoller einfach macht. Aber bei der Maple Edition ist auf die Kopfnote draufgesetzt einfach Ahornsirup. Und gerade am Anfang ist dieser Ahornsirup sehr, sehr stark. Also du sprühst den Duft auf und es riecht wirklich wie amerikanische, kanadische Pancakes, wo du gerade diese Pancake-Soße, Ahornsirup, was auch immer drüber schüttest. Also das ist fotorealistischer Ahornsirup. Und erstmal nimmst du wirklich auch nur das wahr. Und dann verschwindet dieser Ahornsirup so ein bisschen und macht den anderen Noten im Hintergrund mehr Platz, dieser Holzigkeit, dieser leichten Grüne, diesem irgendwie wässrigen. Also besser als wässrig kann ich es nicht beschreiben. Es ist so taumäßig. Also sehr, sehr schön, sehr naturverbunden. Und irgendwann ist dann plötzlich dieser süße Sirup einfach weg. Er hat sich einfach aufgelöst und hinten raus bleibt dann halt dieser sehr schöne, holzig, frische Duft, der viel Tiefe hat, viel Dimension und einfach wirklich cool ist. Und gerade durch diesen Ahornsirup am Anfang, vielleicht gerade für den Frühling halt mega geil gemacht, weil morgens ist es schweinekalt und dann sprühst du dir den auf und das ist süßlich und so kuschelig irgendwie. Und über den Tag hinweg wird der Duft immer heller und strahlender und frischer und holziger und natürlich durch dieses Bibergeil so ein bisschen, so ein Ticken Leder ist noch mit dabei. Also es ist eine gewisse Schwere vorhanden, aber jetzt nicht erdrückend. Das ist so ein schöner Duft für einen Frühlingstag, der kalt startet und relativ warm endet. Passend zu meinem Hintergrund jetzt hier, der Forza Pura von Nagato. Das ist ein Duft, der viel mit Vetiver spielt, aber auch mit so grünen Noten und frischen Noten. Das ist so ein richtiger Gym-Duft. Also das ist Erfrischung zum Aufsprühen, aber komplexer gelöst und ja, ein sehr schöner, besonderer Duft. Das ist so ein frischer, holziger, leicht zitrischer Duft mit deutlichem Vetiver gearbeitet. Daher ideal fürs Sportmachen, fürs Gym, eigentlich für jeden Tag gut geeignet, eignet sich aber halt auch wirklich genial für den Frühling. Was hier besonders ist, dass hier aber auch mit Noten wie schwarzen Tee gearbeitet wurde, die man so
in der Kombination zumindest habe ich die noch nicht gerochen, weil das eigentlich doch so ein sehr klassischer, sportlicher Vetiver-Duft ist, der mit diesem schwarzen Tee aber nochmal so einen gewissen, nochmal einen anderen Twist bekommt. Sehr, sehr geiler Duft, geiles Haus. Die Flakons jetzt leider nicht mehr mit dem schönen handgearbeiteten, handgetöpferten Deckel, aber man kann nicht alles haben, dafür ist er auch günstiger. Basis ist wahrscheinlich viel Eso-E-Super drin. Also hat so eine holzige, luftige Basis. Geht nicht auf den Sack. Wirklich ein easy Dumb Reach eigentlich. So, wir werden ein bisschen spezieller. Und zwar mit dem Fuego Futuro von Thomas de Monaco. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Video schon mal über den geredet. Der hat es mir wirklich angetan. Das ist so ein bisschen so ein cooler, sophisticated Bad Boy Duft. Du hast Mate-Tee mit Minze, das über eine Lederjacke gekippt wurde. So kann man sich das relativ gut vorstellen. Es ist sehr aufgeräumt gleichzeitig, aber auch rebellisch. Schwierig einzuordnen, daher sehr spannend und cool gelöst. Hat eine gewisse Rauchigkeit mit drin. Der Mate-Tee und die Minze einfach wirklich geil umgesetzt. Ein cooler Duft, den man so noch nicht so wirklich gerochen hat und der daher einfach was Besonderes ist. Und das suchen wir ja im Zweifelsfall dann doch hier. Ne? So gute Düfte, die halt einfach dann trotzdem was Besonderes sind. Und viel besonderer als der letzte Duft aus dieser Reihe kann es eigentlich nicht mehr werden. Und das ist von Nibiru Parfüms der Mandalay. Der Mandalay ist aus der Imperial Collection. Ich glaube, von den 30 Milliliter Flaschen gibt es 30 Exemplare. Es gibt da noch 10 Milliliter Flaschen. Ich weiß gar nicht, ob es zum Stand, wenn ich dieses Video hochlade, ob es überhaupt noch verfügbare Flaschen gibt. Der Mandalay ist der Duft aus der Imperial Collection, der am ehesten Nibiru schreit, weil einfach dieser ätherisch-holzige Magic Drop hier wirklich doch auch schon stark im Vordergrund steht. Dadurch eignet dieser Duft sich aber so wunderbar für den Frühling auch. Du hast pinken und blauen Lotus Absolu mit drin. Diese besondere Blumigkeit entwickelt sich nach diesem ätherischen Start. Es ist so ein bisschen, als ob die Blätter aus so einem, als ob du in einem Urwald stehst und die Blätter zur Seite tust und dann so auf eine wunderschöne Landschaft guckst. So fühlt sich der Mandalay irgendwie an. Sehr blumig, sehr schön gearbeitet mit exotischen Blumen. Sinnbild hinter Mandalay ist die Schönheit des alten Burmas vor dem Militärputsch aufzufangen oder wiederzuspiegeln, olfaktorisch. Und also Schönheit kann der ganz gut. Also das muss man dem Frederik, dem Parfümeur hier auf jeden Fall lassen. Zauberhafter Duft. Gerade wenn der dann länger auf der Haut ist, da ist auch ein bisschen Oud noch mit drin, das aber nicht zu präsent ist oder sowas. Und ein paar Animalics, die aber sehr zurückhaltend sind. Es fühlt sich einfach nach einem schönen, sonnigen Tag in einer wunderschönen Landschaft an. Auf meiner Haut kommt nach so ein paar Stunden so roter Räubosch-Tee irgendwie durch, obwohl das nirgendwo gelistet ist. Das ist so meine Assoziation, die ich habe. So leicht würzig, tolle florale Noten. Wirklich was ganz Besonderes. Nur die besten Zutaten. Geiles Zeug. Und wenn davon noch was da ist, vielleicht kann man ja gucken, ob man nicht irgendwo vorher noch eine Abfüllung oder eine Probe organisiert bekommt. Aber Nibiru ist schon eigentlich immer ziemlich geil. Also bei so kleinen artisanalen Brands ist es halt natürlich immer schwierig mit dem Samplen, aber es ist, was es ist. Vielleicht könnt ihr trotzdem über einen Zug oder dort direkt eine kleine Abfüllung kommen, wenn es sich gut für euch anhört. Wirklich fantastischer Duft, der so schön gearbeitet wurde. Was ist dein absoluter Lieblingsduft für den Frühling? Schreib es mir gerne in die Kommentare und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.